Also die Union macht weiter Druck auf die amtierende Minderheitsregierung von Rot-Grün. Wir schauen nach Kloster Banz zu Annalena Kempf, die nämlich die Klausur der CSU-Landtagsfraktion für uns beobachtet. Annalena, die CSU hat ja immer wieder trompetet, dass das Abschalten von ISA 2 zum Beispiel völlig unnötig gewesen wäre. Und man merkt es auch jetzt, dass die CSU weiter einen eigenen Kurs fährt und Friedrich Merz immer wieder in die Parade fährt. Also das Wunschdenken von Markus Söder, steht das auch in Kloster Banz jetzt auf dem Programm, dass also die CSU weiter im Prinzip auch ihre Parteipolitik durchsetzen will? Auf jeden Fall, das ist ganz klar spürbar. Vor rund einer Woche hat man sich in Kloster Seon ja noch auf die große Einheit beschworen. Man hat von Gleichschritt, von Gemeinsamkeit gesprochen. CSU-Landesgruppenvorsitzender Alexander Dobrindt hat betont, dass man Kanzlerkandidat Merz mit großer Freude und mit großer Leidenschaft trage. Aber gleichzeitig pocht die CSU auf ihre eigenen Themen. Und das spürt man auch hier in Kloster Banz. Markus Söder hat noch einmal ganz deutlich betont, wie wichtig die Mütterrente sei. Und jeder, der gegen die Mütterrente sei, der habe kein Herz. Merz hat sich eher zurückhaltend gegenüber der Mütterrente geäußert und auch den Anti-Grünen-Kurs, den verfolgt die CSU weiterhin. Saas hat sich jetzt auch Unterstützung geholt von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der auch ganz klar betont, mit den Grünen zu koalieren, das gehe gar nicht. Also da merkt man ganz deutlich, die CSU möchte Kante zeigen. Die CSU möchte zeigen, dass sie ihre eigenen Themen durchsetzt und das bringt natürlich Merz immer weiter unter Druck. Gleichzeitig kann die CSU momentan so selbstbewusst auftreten, dass sie in Bayern sehr gute Umfragewerte hat. 44% bekommt die CSU aktuell. Auf der anderen Seite die CDU stagniert bei immer mal wieder 30%, aktuell die 31%, und die AfD holt auf. Und das macht natürlich auch Sorge in der Partei. Man möchte mit eigenen Themen Kante zeigen und das versucht die CSU weiterhin, obwohl man sich vor ein paar Tagen noch die große Einheit versprochen hat und die auch vor den Kameras zeigen wollte. Annalena, danke für den Moment nach Kloster Banz. Du wirst das Ganze natürlich weiter für uns beobachten.